Amen. Amen. Good evening. Guten Abend. It's been a few days since our last class on this subject. Es ist schon ein paar Tage her, seitdem wir das letzte Mal uns gesehen haben. I think it's 4 days now. Ich glaube, es sind 4 Tage. So when we began the school, Als unsere Schule hier begonnen hat, we began with more recent history. da haben wir mit einer Geschichte begonnen, die noch nicht so lange her ist. We were looking at the line of the priests Wir haben uns die Geschichte der Priester, die Linie der Priester angeschaut and what the issues were in our Sunday law history. und was die Probleme in der Krise am Sonntagsgesetz ist. So we looked at 3 issues Wir haben uns 3 Probleme angeschaut and we recognized und wir haben festgestellt, that they were not new subjects. dass diese keine neuen Probleme oder Thematiken waren. What we saw externally with Donald Trump Was wir auf der externen Ebene mit Donald Trump bemerkt haben, was not anything new, war nichts Neues. but the same issues that led to Reagan. Es waren die gleichen Umstände oder Themen, die auch zu Reagan geführt haben. You can see quite simply, Man kann sehr einfach erkennen, just end from beginning, man kann sehr einfach das Ende vom Anfang erkennen. that as we trace the US presidents Aber während wir die US-Präsidenten nachverfolgen, from the time of the end, ab dem Zeit des Endes, you have Reagan, da haben wir Reagan, Sister Catherine. After Reagan, nach Reagan kommt Bush, George Bush. Next one, Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton, Next one, Bush. George Bush. noch einmal Bush, Next one, Obama. Obama, And then Trump. dann haben wir Trump. 6 presidents. 6 Präsidenten. Now, Sister Catherine, Catherine, do you see any patterns, any presidents you want to connect? siehst du ein Muster hier oder irgendwelche Präsidenten, die du miteinander verknüpfen möchtest? Bush and Bush. George Bush, George Bush. Also die beiden Bushs. Why? Warum? Father and son. Vater und Sohn. Anything else? Noch etwas? Anything else that they have in common or connects them? Gibt es noch irgendwas, was sie gemeinsam haben oder was sie miteinander verbindet? Both Republicans. Beide sind Republikaner. We mentioned this briefly on Sabbath. Am Sabbat hatten wir das kurz erwähnt. Something else they both have in common. Beide haben noch etwas gemeinsam. War in the Middle East. Ein Krieg im Mittleren Osten. With who? Mit wem denn? Junior with Iraq Bush Junior mit dem Irak and the Gulf War for Bush Senior. Or is that one? und der Golfkrieg mit Bush Senior. What did they call it before the Gulf War? Wie haben Sie den Krieg denn vor dem Golfkrieg genannt? Gas. Other Jim. Desert Storm. Desert Storm. But there was another name Aber es gab noch einen anderen Namen, they don't use now. den Sie jetzt nicht mehr nutzen. Who was the war with? Sorry? Who was the war with? Mit wem haben Sie denn gekämpft? Gulf War, Desert Storm. Golfkrieg, Iraq. Desert Storm. It says Iraq. Sie haben auch mit dem Irak gekämpft. Elder Paminda. This is the Iraq War. Oh, okay. They would call it the Iraq War, Wir nennen es den Irakkrieg, but then when his son started a new one, aber als sein Sohn dann einen neuen gestartet hat, now they would prefer to call it the Gulf War.
ziehen sie es vor, ihn den Golfkrieg zu nennen. which they called it. They used those names before, but now they can't easily just say Iraq War because there's two of them. Sie haben die Namen zuvor genutzt, aber da es jetzt 2 Irakkriege gibt, müssen sie unterscheiden. So you have George Bush, Es gibt beide Präsidenten George Bush, 2 Republicans. beide Republikaner Both of them have an issue with Saddam Hussein. und beide haben ein Problem mit Saddam Hussein. And in World War I, Im Ersten Weltkrieg, what is Iraq? was ist da der Irak? What country is Iraq in the history of World War I? Welches Land im Ersten Weltkrieg steht für den Irak? Poland? World War I. Oh, sorry. Is it Ottoman? Austria. It's not the Ottoman. Es sind nicht die Osmanen. Who's Austria-Hungary? Wer World ist War I. Österreich-Ungarn? Just a little revision. Two-horn power, Es ist eine zweihörnige Macht. Austria-Hungary. Österreich-Ungarn. Sister Catherine, who's Austria-Hungary in World War I? Catherine, wen stellt Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg dar? Sorry? Russia. Is Russia a two-horned power? Ist Russland eine zweihornige Macht? What is Russia in World War I? Was ist denn Russland im Ersten Weltkrieg? I don't know. So the beginning of just what leads to World War I, Das, was zum Ersten Weltkrieg führt, you have Austria-Hungary da haben wir Österreich-Ungarn and Russia, und Russland. and they're fighting over which country? Und über welches Land kämpfen sie denn? Sphere of influence of Russia. Sie kämpfen über die Einflussgebiete von Russland. Also das ist ein Einflussgebiet von Russland. What's the problem country? Welches ist hier dieses Problemland? Serbien. Serbia. Es ist Serbien. Do we all remember that? Erinnern wir uns daran? The Black Hand, the assassination. Es ist die schwarze Hand und die Ermordung. Brother Jim is laughing because he knew that. Er wusste das, Jim. So they're fighting over Serbia. Sie kämpfen über Serbien Russia, und Russland in application, in der Anwendung is Russia. ist Russland. That one's makes it easier for us. Hier ist es einfacher für uns. Austria-Hungary is the United States. Österreich-Ungarn steht für die Vereinigten Staaten. And Serbia is who? Und Serbien ist wer? Brother Carl. Serbia. Serbien. This is, we're repeating the beginning of World War I. Das hier ist nochmal der Anfang vom Ersten We're Weltkrieg. talking about the Bosnian crisis. Und hier geht es um die Krise in Bosnien. The Bosnian crisis Und diese Krise was an issue war ein Problem, between Austria-Hungary and Serbia over Bosnia. zwischen Österreich-Ungarn und Serbien über das Land Bosnien. So who's Serbia? Wer ist also Serbien, When we make the application. wenn wir hier die Anwendung da machen wollen? This is what led to World War I. Das ist, was zum Ersten Weltkrieg führte. In application, In der Anwendung there's a conflict between the United States and Russia gibt es einen Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, that leads to World War III. welches zum Dritten Weltkrieg führt. So what country do they have a disagreement about? Über welches Land haben Sie nun eine Uneinstimmigkeit, eine Meinungsverschiedenheit? Sister Tamina. Sorry, say the question again? What country are Russia and the United States disagreeing about? Über welches Land haben die USA und Russland Meinungsverschiedenheiten? That leads to World War III. Welches zum Dritten Weltkrieg führt? Iraq. Iraq. Irak, Brother Jim? Jim? Syrien? Syria it is Syria, but that's a separate story. Es ist Syrien, aber das ist eine andere Geschichte. Syria starts a little later. Syrien fängt erst später an. So at the beginning, it's Iraq. Am Anfang ist es der Irak. And you find an issue with Iraq, Und wir finden hier das Problem mit dem Irak, a war with Iraq, einen Krieg mit dem Irak, twice. zweimal. So with Serbia, Mit Serbien, there was the Bosnian crisis,
Also mit Serbien gab es die Krise von I Bosnien. think it was 1908. Ich glaube, das war im Jahr 1908. And then there's a war in 1914. Und dann kommt der Krieg im Jahr 1914. So it occurs twice, this issue with Serbia. Das Problem mit Serbien tritt zweimal auf. And the second time, Das zweite Mal Austria-Hungary just go in and wipe out the country. Erobert Österreich-Ungarn das Land einfach. So Russia and the United States, Russland und die Vereinigten Staaten they have an issue with Iraq twice. haben zweimal ein Problem mit dem Irak. Once under George Bush Sr., Einmal unter George Bush Senior then again under George Bush Jr. und dann unter George Bush Junior. And he completes what his father started. Und er vollendet, was sein Vater begann. But they wanted to destroy Saddam Hussein long before the son took power. Sie wollten Saddam Hussein zerstören, lange bevor der Sohn die Macht übernahm. So they had their issue with Iraq in common. Ihr Problem mit dem Irak haben sie gemeinsam. Anything else? Was noch? If not, Wenn nicht, what other presidents do you easily connect? welche anderen Präsidenten kriegt ihr eine Verbindung zusammen? Brother Jim. Clinton and Obama. Bill Clinton und Obama. Why, Brother Jim? Warum? Well, they're both Democrats. Beides sind Demokraten. Democrat? Democrat. Anything else? Noch etwas? Reagan and Trump, they were both celebrities. Reagan und Trump, was haben die? Sie waren beide sehr bekannt. Also so famous, ja. Sie waren beide sehr berühmt. So we can just say end from beginning, Also wir können einfach nur das Ende von Anfang her sagen. but we can also, if we were to lay out our presidents, Aber wenn wir unsere Präsidenten weiterhin das alles weiter ausführen würden, this is without going very deep, just on the surface. das, was wir jetzt hier machen, ist nur an der Oberfläche betrachtet. You can see the pattern. Da können wir schon das Muster erkennen. It could never have been Clinton here. Hier hinten hätten wir nie Clinton haben können. And as Sister Tamina said, Wie Tamina schon sagte, Reagan is a celebrity. what is that? Actor? Anyone famous. Okay. Reagan ist jemand, der gefeiert wird. Jemand Berühmtes. He's an actor, isn't he? He's an actor. Also er ist ein Schauspieler. And Donald Trump, Und Trump, this is movies. hier geht es um Filme. This is reality television. Hier haben wir das reale Fernsehen. Reality television is still acting. Und da geht es immer noch um die Schauspielerei. It's all scripted beforehand. Das wird alles für ihn aufgeschrieben quasi. So you have two celebrities, two actors. Wir haben zwei Berühmtheiten, zwei Schauspieler. So you can see that there is a link. Wir sehen hier, dass es hier eine Verbindung gibt. There's this pattern with the presidents. Es gibt hier diese Muster der Präsidenten. So with Reagan, Unter Reagan there are three movements gibt es drei Bewegungen, that lead to the moral majority. die zu der Moral Majority hinführen. We spoke about racism, Wir haben über Rassismus gesprochen, sexism, Sexismus and homophobia. und Homophobie. And those movements Und diese Bewegungen really do occur in that order. kommen auch in ihrer Reihenfolge auf. Brother Jonathan, Didn't you say just a minute ago you cannot connect Clinton with Trump? I don't think we ever tried to connect Clinton and Trump. Because they both were impeached? Yes. But then you're doing a different story. That was just the connection that came to my mind. I agree. But if you do that, you have to go Johnson. You could connect Nixon, Clinton, and then Trump. It's okay. So there's three of these movements Es gibt hier diese drei Bewegungen, that spark a response by the churches, by Protestantism. die eine Antwort der Kirchen, der protestantischen Kirchen hervorrufen.
3 movements to do with racism, sexism, and then homophobia. 3 Bewegungen, die mit dem Rassismus, der Diskriminierung aufgrund deines Geschlechts und die Homophobie vorangehen. Protestants unite with republicanism, Die Protestanten verbinden sich mit den Republikanern, church and state. Kirche und Staat. Our reform line begins, we have Ronald Reagan. Und dann beginnt unsere Reformlinie mit Ronald Reagan. Over 30 years, 30 Jahre später we go through this succession of presidents, haben wir hier diese Abfolge oder Reihenfolge der Präsidenten. but particularly what was happening under Obama Und besonders das, was unter Obama stattfand, is that you had these 3 movements da haben wir diese 3 Bewegungen, now again becoming active. die hier nun aktiv werden. Racism, Rassismus, sexism, Diskriminierung aufgrund deines Geschlechts and homophobia. und Homophobie. We all know what happened in 2015 Und all das geschah im Jahr 2015 with gay marriage. mit der Homo-Ehe. This sparks a response Das wiederum ruft eine Reaktion hervor, Protestants with the Republican Party. nämlich die Protestanten mit der Republikanischen Partei. This is Jerry Falwell. Hier haben wir Jerry Falwell This is Jerry Falwell Jr. und hier haben wir Jerry Falwell Jr. So you have the exact same structure that led to Reagan is the same structure that leads to Trump. Die gleiche Struktur, die in Reagan endete oder mündet auch zu Trump. And what becomes important for us Und was nun für uns wichtig wird, is to see that these subjects ist, dass diese Themen, are what united church and state. das ist, was Kirche und Staat miteinander verbindet. We started teaching this last year, Wir begannen letztes Jahr damit, dies zu lehren, as we looked at modern Israel während wir uns das moderne Israel anschauten. and identified the triple application of the Sunday law test. Und wir haben dabei auch die dreifache Anwendung des Sonntagsgesetzes identifiziert. And as in this history, we are in our Sunday law history. Und so wie in dieser Geschichte befinden wir uns auch in der Geschichte des Sonntagsgesetzes, That it relates to these issues of racism, sexism, homophobia. die sich auf den Rassismus, Diskriminierung aufgrund deines Geschlechts und Homophobie bezieht. So to understand that Da wir nun das verstehen, triple application of modern Israel, also diese dreifache Anwendung für das moderne Israel, we would need to understand or study the Millerite reform line. müssten wir jetzt die Miller-Geschichte studieren. Something we will do if we have time at the school. Das wollen wir noch hier in der Schule tun, sofern uns die Zeit dafür bleibt. But you can see that everything is done in order. Aber wir können erkennen, dass alles der Reihenfolge folgt, einer Ordnung folgt. There's a structure for everything. Es gibt eine Struktur für alles. And God requires us to study and understand the end of ancient Israel Und Gott verlangt von uns, das Ende des alten Israels zu studieren, before studying and fully understanding the beginning of modern Israel. bevor wir das moderne Israel verstehen und studieren. We will not understand those Sunday law issues Wir werden diese Thematiken um das Sonntagsgesetzes nicht verstehen and Millerite history und die Miller-Geschichte, until we properly grapple with the end of ancient Israel. wenn wir uns nicht sorgsam mit dem Ende des alten Israels auseinandersetzen. Which is what we're currently studying. Und das ist das, was wir momentan studieren. We're looking at this history Wir schauen uns diese Geschichte hier an, of 14 to 19. von 2014 bis 2019. It's our latter rain Sunday law history. Das ist die Geschichte um den Spätregen oder des Sonntagsgesetzes. And we're looking to see what happened in this history Und wir schauen uns was in dieser Geschichte passiert, in modern Israel, im modernen Israel. in its corresponding dispensation in ancient Israel. Und wir schauen uns nun die gleiche Geschichte oder die parallele Geschichte für diese Zeit im alten Israel an. Now 14 to 19 is a fractal. 2014 bis 2019 ist ein Fraktal. It's on the line of the priests. Es befindet sich auf der Linie der Priester. So to study that with the end of ancient Israel, Und das nun mit dem alten Israel, mit dem
Ende des alten Israels zu studieren, we needed to first construct their big line, mussten wir zuerst die beiden großen Linien konstruieren. their version of the 144,000. Ihre Version der 144.000. Brother Jim. The homophobia 2015 coming before 2014. Can you repeat your question, please? Why is the homophobia line that shows 2015 coming before 2014? Also warum zeigt diese Linie der Homophobie 2014 oder 2015 auf? Good observation. Gute Beobachtung. We will move our line. Wir müssen unsere Linie hier ändern. I know that Obama started before, Ich weiß, dass Obama schon zuvor damit begann, but we can mark 2014 to 2019 aber wir können 2014 bis 2019 markieren, if we're to keep that in order. um das hier in der Reihenfolge, in der Ordnung, um hier die Ordnung zu halten. Is that okay? Okay. And now I rub it all out. So what we constructed was the big line. Also was wir konstruiert haben, war die große Linie. Is everyone okay to be rubbed out? So we don't prove that Trump is the last president. Also wir beweisen nicht, dass Trump we don't or we do? We don't. Wir beweisen nicht, dass Trump der letzte Präsident ist Or that it had to be Trump instead of Clinton, oder dass es Trump sein musste anstatt Clinton, based on this. basierend auf diesem Studium. But you can see that in everything there is structure and order. Aber wir können sehen, dass es in allem eine Ordnung oder eine Struktur gibt. And if you were to look at this history that led to Reagan, Und wenn du dir diese Geschichte anschaust, die in Reagan mündete, it's identical to what led to Trump. dann siehst du, dass sie identisch ist und somit auch bei Trump mündet. And then when you look at what came between, Und wenn du dir dann anschaust, was in der Zwischenzeit geschah, it also has this pattern. dann hat es hier dasselbe Muster. George Bush, George Bush. George Bush, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama. Bill Clinton und Barack Obama. And Bill Clinton and Barack Obama Bill Clinton und Barack Obama both have wives haben beide Frauen, that really upset Republicans die Republikaner sehr erzürnen and Protestants. und auch die Protestanten. They do not like Hillary Clinton. Sie mögen nicht Hillary Clinton They do not like Michelle Obama. und sie mögen auch nicht Michelle Obama. Both of them have come under very sexist attacks. Beide von ihnen sind aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert worden. For Michelle, you would also call them racist. Und bei Michelle könnte man auch rassistische Angriffe nennen. So I'm sure you could see more patterns in that history, but that's as far as I wanted to take it. Ich bin mir sicher, dass wir in dieser Geschichte noch weitere Muster finden könnten, aber ich wollte jetzt nur bis zu diesem Punkt hier gehen. And this is just a reminder of Iraq and Iraq, Und das war jetzt hier nur eine Erinnerung an Irak und Irak. because it was the two conflicts with Serbia, Denn es handelte sich hier um die beiden Konflikte mit Serbien, 1908 and 1914, 1908 und 1914. that you can overlay with 1991 Die kann man nun die überlappen nun mit 1991, with the father das wäre der Vater, and 2003 with the son. und 2003 mit dem Sohn. So we first go back to the large line, Gehen wir zunächst zur großen Linie zurück. 4 BC, Ja, hier ist 4 vor Christus, the birth. die Geburt. You have an increase of knowledge. Man hat eine Zunahme an Erkenntnis. This was John. Das war Johannes. He starts to preach Er fängt an zu predigen 6 months und 6 Monate. before the baptism of Christ, Er fängt 6 Monate vor der Taufe Jesu an zu predigen, because John is a priest. weil Johannes ein Priester ist. At 27 AD, Und 27 nach Christus the arrival of the second angel. haben wir die Ankunft des zweiten Engels. This middle waymark Diese mittlere Wegmarke is the transition ist der Übergang between the two parts. zwischen den beiden Abschnitten. What are the two parts? Was sind diese beiden Abschnitte?
church and world. Es ist die Gemeinde und die Welt. We have the church Wir haben die Gemeinde and the world. und dann die Welt. Or you could say the Jews Man könnte auch sagen, die Juden and the Gentiles. und die Heiden. And you find that point of transition Und diesen Übergang at the Sunday law in our history, finden wir am Sonntagsgesetz in unserer Geschichte modern Israel, vom modernen Israel. at 34 AD for ancient. Und für das alte Israel ist es 34 nach Christus. Then you're going to have a time period when they go to the Jews, Dann gibt es eine Zeitspanne, in der sie zu den Juden gehen, a warning or cry to come out, eine Warnung oder einen Ruf herauszukommen and then executive judgment. und dann das ausführende Gericht. 70 AD, the destruction of Jerusalem. Und 70 nach Christus dann die Zerstörung Jerusalems. By this stage, Zu diesem all Zeitpunkt of the disciples have died but one. sind alle Jünger bis auf einen gestorben. And that disciple Und dieser Jünger is John. ist Johannes. They try to kill him. Sie haben versucht, ihn zu töten. There's a death decree. Es gibt einen Todeserlass. They found they could not. Sie konnten ihn nicht töten. He is sent to Patmos Dann wird er nach Patmos verbannt. when at 100 AD Und dann im Jahr 100 nach Christus he witnessed the second advent of Christ. bezeugte er das zweite Kommen Christi. So that's as far as we went on our reform line. So weit sind wir in unsere Reformlinie gekommen. Except we marked two waymarks Wir haben hier 2 Wegmarken markiert, between 27 and 34. zwischen 27 nach Christus und 34 nach This Christus. is the harvest of the world. Sorry. Das ist die Ernte der Welt, Harvest of the Gentiles. die Ernte der Heiden. This is the harvest of John. Das ist die Ernte von Johannes. And you have here the world, Hier haben wir die Welt, preceded by the church. die von der Gemeinde voran, und die Gemeinde geht hier voran. And it's not just church and world, Und hier geht es nicht nur um Gemeinde und Welt, it's the church in two parts. sondern es ist die Welt in 2 Teilen. Harvest 1 Ernte 1 and harvest 2 und Ernte 2 for the church. für die Gemeinde. Just as you find in modern Israel. Genauso wie man das im modernen Israel vorfindet. So what is this waymark? Was ist diese Wegmarke hier? The cross. Das ist das Kreuz. And this waymark? Und diese Wegmarke Pentecost. ist Gut. Pfingsten. The cross, the harvest for the first group called. Das Kreuz wird die Ernte für die erste Gruppe genannt. Pentecost, the harvest for the second. Und Pfingsten ist die Ernte für die zweite Gruppe. Then the harvest of the Gentiles. Dann die Ernte für die Heiden. Then the harvest of John. Und dann die Ernte von Johannes. We would say priests, Levites, Nethinims, 144,000. Wir würden das sagen, Priester, Leviten, Tempeldiener und die 144.000. We're all okay so far. Ich hoffe, dass das soweit in Ordnung ist für jeden. So now what we've done Was wir nun getan haben, is we've taken this first group, ist, dass wir uns die erste Gruppe angeschaut haben. the priests, or in ancient Israel, the disciples, Die Priester oder für das alte Israel die Jünger. because we're looking at the dispensation of 2014 to 2019. Denn wir schauen uns ja den Zeitabschnitt von 2014 bis 2019 an. Begins the same, Sie fangen gleich an. 4 BC in the birth. 4 vor Christus an der Geburt. So happens under the first leader, Das geschieht alles unter dem ersten Leiter, under John. unter Johannes. He's born 6 months before Christ. Er wird 6 Monate vor Christus geboren. He starts his ministry when he's 30 Er beginnt seinen Dienst, als er 30 ist, because he's a priest. da er ein Priester ist. 6 months before Jesus turns 30 Und 6 Monate bevor Christus 30 wurde, because he's also a priest. weil auch er ein Priester ist. The baptism, Ja. the second angel arrives. An der Taufe kommt dann der zweite Engel an. So this is the line of the disciples. Das hier ist die Linie der Jünger.
So Sister Tamina told us this beginning of their harvest is the cross, Und Tamina hat uns gesagt, dass das Kreuz die erste Ernte ist. which makes it their close of probation. Das macht es zu ihrer Ende der Gnadenzeit. So it must come under Und somit muss es 70. somit müssen wir das unter die Zahl 70 hier schreiben. Is that okay? Ist das okay? Beginning of the harvest, beginning of the harvest. Anfang der Ernte, Anfang der Ernte. It's the harvest of the fourth group and this of the first. Das ist die Ernte der ersten Gruppe und von der vierten Gruppe und das hier unten von der ersten Gruppe. And then it must end at Pentecost. Und dann muss es an Pfingsten enden. We're all okay so far? Können wir dem folgen? Does this make sense for everyone with modern Israel? Macht das für das moderne Israel für jeden Sinn? Otherwise, we can put the dates of modern Israel as well. Wir könnten sonst hier auch die Daten für das moderne Israel aufschreiben. So I'll just see how far we went. Und ich wollte nur schauen, wie weit wir gekommen sind. Oder This wie weit is wir gehen. the arrival of the second angel. Das ist die Ankunft des zweiten Engels. And then we started to look at this waymark Und dann haben wir angefangen, uns diese Wegmarke hier anzuschauen. because this is the empowerment of the second angel. Weil das hier die Bekräftigung des zweiten Engels ist. Sister Tamina. Is 34 also the empowerment of the second angel? Ist 34 auch die Bekräftigung des zweiten Engels? At the Sunday law? Am Sonntagsgesetz? Where would you put it in modern Israel? Wo würdest du es im modernen Israel platzieren? Okay, so Sunday law or midnight cry, which is a loud cry, which is starting at Sunday law. So you would place it at the Sunday law. Also du würdest es am Sonntagsgesetz markieren? Yep. Ja. So if it's at Sunday law, then it must be at 34. Wenn es am Sonntagsgesetz ist, dann muss es 34 nach Christus sein, That empowerment. diese Bekräftigung. So you answered your own question. So the second angel arrives at the baptism. Der zweite Engel kommt an der Taufe an. The second angel is Christ, Der zweite Engel ist Christus, but he has not yet begun his public ministry. aber er hat seinen öffentlichen Dienst noch nicht begonnen. Instead, Stattdessen he goes into the wilderness. geht er in die Wüste. For how long? Und wie lange ist er dort? 40 days. 40 Tage. So you're going to have this time period Wir haben hier diese Zeitperiode of 40 days. von 40 Tagen. And in that 40 days, Und in diesen 40 Tagen does he have any food? hat er denn da zu essen? Any bread? Hat er Brot? No, Nein, there's no bread. kein Brot. It's a time period of temptation, Es ist eine Zeit der Versuchung, of difficulty, der Schwierigkeiten, training, des Vorbereitens, but he has no message. aber er hat keine Botschaft. At the end of that time period, Am Ende dieser Zeitperiode, what happens? was geschah? He's tempted 3 times. Da wird er 3-mal versucht. That's at the end Das haben wir am Ende, of that 40 days. diese 40 Tage. And then Und dann, what happens? was geschah dann? Brother. You both answered correctly, Ihr habt beide richtig geantwortet, but I want to put them at different places. aber ich möchte sie an einem anderen Punkt markieren. This is bread. Hier haben wir Brot. Is that okay? It's a loaf of bread. If you Also can. das hier soll ein Laib Brot sein. So you have the angels come down. Und hier haben wir die Engel, die herunterkommen. You have angels come down, Wir haben die Engel, die herunterkommen. and they're going to feed him. Und sie versorgen ihn. So we all said bread was a message. Wir alle haben gesagt, dass Brot eine Botschaft It's a darstellt. symbol of the gospel. Es ist ein Symbol des Evangeliums. So at the end of this time period, he's given a message. Am Ende dieser Zeitperiode wird ihm also eine Botschaft gegeben. He is fed. Er wird ernährt. And then Dann he goes to Cana. geht er nach Kana. Now we spoke about Cana Wir haben bereits über Kana gesprochen, just briefly.
zwar nur kurz, aber why do we say his public ministry does not begin here? warum sagen wir, dass sein öffentlicher Dienst an diesem Punkt nicht begonnen hat? Seine Zeit war noch nicht gekommen. Brother Jim says his time had not come. Seine Zeit ist noch nicht gekommen, sagte Jim. We find that in John 2, verse 4. Und das finden wir in Johannes 2, Vers 4. So I want us to look a little at this phrase. Ich möchte, dass wir uns ein bisschen diesen Ausdruck anschauen. It's in John chapter 2, Johannes Kapitel 2, verse 4. Vers 4. What's happening in this story, Brother Jim? Was geschieht denn in dieser Geschichte, Jim? Give us a summary of 1 to 4. Gib uns eine Zusammenfassung von den Versen 1 bis 4. His mother asked him to perform a miracle. Seine Mutter bat ihn, ein Wunder Make zu vollbringen the water into wine. und Wasser in Wein zu verwandeln. And but he told her that my hour is not yet come. Und er sagte ihnen dann, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist. So his mother wants him, there's a problem at this feast, Da gibt es also ein Problem an diesem Fest and his mother wants him to do something about it. und seine Mutter möchte, dass er etwas unternimmt. He says, can't yet, my time hasn't come. Und er sagt, ich kann nicht, meine Zeit ist noch nicht gekommen. So what time is that? Welche Zeit ist hier gemeint? What hour has not come? Welche Stunde ist denn noch nicht gekommen? The hour of his ministry. Die Stunde seines Dienstes, Brother Jim says the hour of his ministry. Brother Roland? oder? Für die erste Tempelreinigung. The time for the first temple cleansing. Time for the first temple cleansing. Also die Zeit für die erste Tempelreinigung. That's giving more information on what Brother Jim said. That's Das- saying the same thing. Sie sagen das Gleiche, das sind nur weitere Informationen zu Jim. We already said that his ministry began with the first temple cleansing. Wir haben bereits gesagt, dass sein Dienst an der ersten Tempelreinigung begann. Sister Catherine, Catherine, what time? welche Zeit? What time? When he says, mine hour is not yet come, Wenn er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, what hour is that? welche Stunde ist das denn? Not time for him to I don't know. I can't say the same thing everybody else did. Ich weiß nicht, ich kann nicht It das Gleiche wasn't sagen, time was for die his Dame ministry. gesagt hat. Just start going. So you agree with Brother Jim? Also Yes. du stimmst mit Jim überein, Time for his ministry? die Zeit für seinen Dienst. Sister Kathy? I don't know if he's referring to the cross. Ich weiß nicht, ob er sich auf das Kreuz bezieht. So you're not sure if it's his ministry or the cross? Also du Ja. bist dir nicht sicher, ob es seine Dienstzeit oder das Kreuz ist. So the two answers we have yet so far Die zwei Antworten, die wir bisher haben, are his public ministry sind sein öffentlicher Dienst or the cross. oder das Kreuz. Anyone else? Noch jemand? Sister Deniska, are you able? Next verses says, "Glory, Son of Man." To be glorified? Glorified Son of Man. Glorified as the Son of Man. Verherrlicht ist der Menschensohn. When is he glorified? Wann wird er denn verherrlicht? So you're saying cross? Du sagst am Kreuz. So we have two people for the cross now.
Also jetzt haben wir zwei Leute, die für das Kreuz sprechen. My brother? This hour? You say cross? Sagst du auch Kreuz? So we have I think about 3 or 4 people for the cross, 3 or 4 people for his ministry, some undecided. Also zwei sagen hier für das Kreuz, 2, 3 und 2 für seinen Dienst. Brother Carl, Karl, when is the hour? wann ist seine Stunde? Of ministry, of the beginning of his ministry. Ich sage zu Beginn seines Dienstes. So you're saying ministry? Sister Tamina? Temple cleansing. So you're saying the first temple Also du cleansing, sagst erste Tempelreinigung, which is his public ministry. was auch dein öffentlicher Dienst wäre. Sister Kathy, Kathy? are you wanting to go to another verse? Yes. I want to go to some verses too. Okay. Ich möchte auch zu ein paar Versen gehen. If when we get to yours, interrupt me. Wenn wir zu deinem Punkt kommen, dann oder zu deinem Vers kommen, dann unterbrich mich bitte. John 7, Johannes Kapitel 7. John 7 verse 6. Johannes Kapitel 7, Vers 6. So all our verses are in John. Alle Verse befinden sich im Johannesevangelium. In John 7 verse 6, In Johannes 7, Vers 6. what's this story? Was geht es denn in dieser Geschichte? Can someone please explain verse 1? Kann bitte jemand Vers 1 erklären? After these things, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. So can someone give a summary of that? Kann uns da jemand eine Zusammenfassung geben über diesen Vers? What's happening in these first few verses? Was geschieht in diesen ersten paar Versen? So Jesus is in Galilee. Jesus ist in Galiläa. Verse 2 says the Feast of Tabernacles was coming. Vers 2 sagt uns, dass das Laubhüttenfest kurz bevorsteht. In verse 3, Und in Vers 3 his brothers say to him, sagen seine Brüder zu ihm, Depart hence, brich doch von hier auf go into Judea, und zieh nach Judäa, that your disciples can see what you do. damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. So Jesus is in Galilee Jesus ist also in Galiläa, because the Jews want to kill him. weil die Juden versucht haben, ihn zu töten. The Feast of Tabernacles is coming, Das Laubhüttenfest steht kurz bevor and his brothers say, und seine Brüder sagen, Go into Judea. geh nach Judäa. Your disciples need to see the work you do. Die Jünger müssen das Werk sehen, das du tust. In verse 4, In Vers 4, no one does anything secretly, niemand tut etwas im Verborgenen but he himself seeks to be known openly. und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. If you do these things, Wenn du diese Dinge tust, show yourself to the world. so offenbare dich der Welt. Why are they telling him to do these things openly? Warum sagen sie ihm denn, diese Dinge öffentlich zu tun? In verse 5, In Vers 5. Sister Catherine. Catherine? In verse 5, why is brothers saying to Jesus to be public? Warum sagen denn seine Brüder in Vers 5, dass Jesus diese Dinge offen tun soll? Brother Roland. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Roland, because his hour is not come. Or has not come. No, Nein, his brothers don't say that. seine Brüder sagen das nicht. Why are his brothers telling him to be public? Warum sagen ihm seine Brüder, dass er es
öffentlich agieren soll, Because they don't believe him. because they don't believe him. weil sie ihm nicht glauben. Verse 5. Das lesen wir in Vers 5. So Jesus is in Galilee. Jesus ist in Galiläa. He's not wandering through Jewry, through the Jewish nation. Er operiert nicht im System der Juden. And his brothers say, Und seine Brüder sagen, you need to do, if you can do these things, wenn du all das tun kannst, notice the word if, bitte beachtet hier das Wort wenn, then go down and do it publicly. dann ziehe herab und mach es öffentlich. Because in verse 5, his brethren don't believe him. Denn in Vers 5 heißt es, dass seine Brüder ihm nicht glaubten. Does that make sense? Macht das Sinn? Is that accurate? Ist das akkurat? Is that okay, Brother Roland? Ist das in Ordnung, Roland? So in verse 6 says, Vers 6 sagt, Jesus tells his brothers, das sagt Jesus zu seinen Brüdern, my time is not yet come. meine Zeit ist noch nicht da. That's what I meant, that's what he said. So what time is this, Auf welche Zeit bezieht sich das, Brother Roland? Roland? Auf sein öffentliches Auftreten. Auf sein öffentliches Auftreten. His public work. His public ministry? Sein öffentlicher Dienst. This is after the first temple cleansing. Das ist nach der ersten Tempelreinigung. So we're in this history now. Also wir befinden uns jetzt in dieser Geschichte. Sister Tamina. With this context that they tried to kill him and him saying it's not my time yet, is he referencing the cross? Ist der Kontext hier, dass sie ihn versucht haben zu töten, und beziehen sie sich hier nicht auf das Kreuz. He So says, this time, Diese Zeit, you're saying this is the cross. sagst du, ist das Kreuz. Brother Roland looks unhappy. Roland scheint nicht damit zufrieden zu sein. It's a very deep sigh. Das war ein tiefes Seufzen. So his brothers say, go down, be public. Seine Brüder sagen, geh hinab und agiere öffentlich. Jesus says, my time is not yet, Und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht da. so I won't go down and be public. Und somit ziehe ich auch noch nicht herab und werde öffentlich agieren. Verse 30. Vers 30. Start at verse 28. Fängt schon in Vers 28 an. So by verse 28, Im Vers 28, Jesus has actually now gone down. oder in Vers 28 ist Jesus bereits schon hinabgezogen To Jerusalem. nach Jerusalem. And now he's crying in the temple. Und jetzt lehrte er im Tempel. He'd been hiding before. Zuvor hat er sich im Verborgenen aufgehalten. And he's standing in the temple crying, Und jetzt steht er im Tempel und lehrt saying, und sagt, ye both know me and ye know whence I am. ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. And I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, But I know him, for I am from him, and he hath sent me. den ihr nicht kennt. Aber ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. It's not the purpose to break down those verses, Die Absicht ist es hier nicht, dass wir diese einzelnen Verse untersuchen, but in verse 30, aber in Vers 30, that was our destination. das war hier das Ziel, They try to lay hands on him. da haben sie versucht, ihn zu töten. They sought to take him, Sie haben versucht, ihn zu fangen. but they couldn't Sie konnten aber nicht, because his hour has not yet come. weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. So whatever he's saying in 28 and 29, Was auch immer er in Vers 28 und 29 sagt, it's enough to make them try and kill him. ist ausreichend, um sie dazu zu bringen, dass sie ihn töten wollen. But they can't Sie können aber nicht, because his hour has not yet come. weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. What methodology are we using, by the way? Übrigens, welche Methodik nutzen wir hier? What methodology is this? Welche Methodik ist das?
Proof texting. Belegtexten. So we're proof texting this hour. Wir suchen nach Parallelstellen für diese Stunde. So we would go next to John chapter 8, Als nächstes gehen wir zu Johannes Kapitel 8, 19 and 20. Verse 19 und 20. John 8, 19 and 20. Johannes 8, Verse 19 und 20. Again, Jesus is in the temple. Jesus ist wiederum im Tempel They say to him, "Where is your father?" und da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus answered, Jesus antwortete, "Ye neither know me nor my Father. ihr kennt weder mich noch meinen Vater. If ye had known me, Wenn ihr mich kennen würdet, ye should have known my Father also." so würdet ihr auch meinen Vater kennen. These words spake Jesus in the treasury as he taught in the temple. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. And no man laid hands on him, for his hour was not yet come. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. So what hour is this? Auf welche Stunde bezieht das sich hier? First of all, in 7 verse 30, what hour is that? Zunächst mal Kapitel 7, Vers 30. We Welche didn't do Stunde ist that das one. hier? In chapter 7:30, Im Kapitel 7, Vers 30. what hour is that referring to? Diese Stunde bezieht sich auf was? His arrest? Seine Festnahme. What are they wanting to do? Was wollen sie denn tun? Kill him. Sie wollten ihn töten. So I agree with the rest, but I would put the cross there too. Also ich stimme mit dem Rest überein, aber ich markiere trotzdem das Kreuz. You're saying the same thing. Sie sagen das Gleiche aus. Now in chapter 8, 19 and 20, Nun in Kapitel 8, Vers 20. what is that referring to, that time? Auf was bezieht sich diese Zeit? Brother Carl. Karl? In John 8, 18 to 20. 19 and 20. Wir sind in Johannes 8, 19 und 20. But the whole passage is relevant. Aber der ganze Abschnitt ist wichtig. What hour is that? Um welche Stunde geht es hier? Sister Tamina. Sorry, would First you? meaning of the temple. First cleansing of the temple? Die erste Tempelreinigung. When did the first cleansing occur? Wann wann geschah denn die erste Tempelreinigung? In John. No, In Johannes. Brother Carl is changing his answer. Because the first temple cleansing is in here. Die erste Tempelreinigung finden wir hier vorne. Do you want to give an answer, Brother Carl? Hast du eine Antwort? You're not sure what the hour is? Du bist dir nicht sicher, was die Stunde ist? Sister Tamina? Do we find the answer in verse 22? Finden wir die Antwort in Vers 22? 8:22. 8, Vers 22. Because he tells them, "My hour has not come," and then they question if he will kill himself. So for me again, the subject would be his death, or his hour of trial and then death. Sie fragen hier, ob er sich selbst umbringen möchte und das sieht so aus. Nochmal. Der Kontext wäre dann mehr oder weniger, seine Stunde ist noch nicht gekommen und es ist wieder mit seinem Tod oder zumindest mit seiner Trübsal Tod zu tun hat. So in verse 21, In Vers 21 they want to kill him, but they can't. wollen sie ihn töten, aber sie können nicht. In verse 21,
He says, I'm going away and you can't follow. In Vers 21 heißt es, ich gehe von hier und ihr könnt mir nicht folgen. So they wonder if he's going to kill himself. Und da fragen sie sich, ob er Selbstmord begehen wird. So Sister Tamina is again linking his death. Und Tamina tut das noch einmal hier mit seinem Tod in Verbindung bringen. Sister Kathy? Kathy? You're going to place the cross. Also hier das Kreuz. Sister Catherine? Catherine? Brother Jim? Cross. Are you still saying that John 2 verse 4 is his ministry? Glaubst du immer noch, dass Johannes 2, Vers 4 sein Dienst ist? I'm going to label this one. So it has... We're just going through just the book of John. Wir gehen ja hier nur durch das Buch Johannes. What was the passage you wanted to go to, Sister Kathy? Zu welchem Vers wolltest du John gehen, Kathy? 12. That's where we're going next. Yeah. Hier gehen wir als nächstes hin zu Johannes 12. So what verse do you want to go to? Zu welchem Vers wolltest du gehen? Wait a minute. $23. Vers 23. So John 12:23. Johannes 12, Vers 23. So again, it's mine hour. Hier heißt es nochmal meine Jesus Stunde. goes- Now he says the hour. Jetzt sagt er die Stunde. Sister Kathy, Mm-hmm. you can explain this one. Kannst du das erklären, diesen Sachverhalt? Well, this was in response to some Greeks, Gentiles, Das war die Antwort zu einigen Griechen, also Heiden, wanting to see Jesus. die Jesus sehen wollten. And then he answered and said, the hour is come. Und dann antwortet er und sagt, die Stunde ist gekommen. But further on, he does talk about being a seed and dying in the ground to produce more fruit. Und vorher hat er davon gesprochen, dass er ein Same ist, der in den Boden gelegt werden muss, sterben muss und dann Frucht hervorbringt. So he's going to talk about dying to reproduce. Mm-hmm. Also er spricht darüber, dass man sterben muss, um Frucht hervorzubringen. So by the time we get to John chapter 12, Wenn du nun bei Johannes 12 angekommen bist, he's saying that his hour has come. da sagt er, dass die Stunde gekommen ist. So when we just proof text, Wenn wir hier einfach nur die Belegstellen suchen, he says it's not yet da sagt er immer, es ist noch nicht in John 2, in Johannes 2, it's not yet in chapter 7, es ist noch nicht in Kapitel 7, it's not yet in chapter 8. auch noch nicht in Kapitel 8. Now in 12 it's saying it is come. Und in 12 sagt er jetzt, sie ist gekommen. So John 12:23, Johannes 12, Vers 23. and I also wanted us to look at verse 27. Und ich wollte auch, dass wir uns Vers 27 anschauen. John 12:27. Johannes 12, 27. Now is my soul troubled, and what shall I say? Jetzt ist meine Seele erschüttert, und was soll ich sagen? Father, save me from this hour, but for this cause came I unto this hour. Vater, hilf mir aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. So what does that sound like? Wie hört sich das nun an? Gethsemane. It sounds like Gethsemane. Das hört sich wie Gethsemane an. So it's not yet, he's not yet in Gethsemane, Er ist noch nicht in Gethsemane. but these are the same thoughts. Sorry? These are the same thoughts. Aber das sind die gleichen Gedanken. Save me from this, Errette mich vor oder bewahre mich vor dem. but it's for this that I actually came to this time. Aber genau deswegen bin ich ja in diese Zeit gekommen. And what is the this? Was ist denn das, dieses? Why is Jesus' soul troubled? Warum ist denn Jesus so erschüttert In chapter 12. in Kapitel 12?
Why is his soul troubled? Warum ist seine Seele erschüttert? Brother Roland. Roland. Nicht an ihn glaubt. Because the people didn't believe him. Because the people don't believe? Weil das Volk ihm nicht glaubt. Anyone else? Noch jemand einen Gedanken? Who is he speaking to? Zu wem spricht er denn? In verse 23. In Because Vers 23. his speaking begins in verse 23. Seine Rede beginnt in Vers 23. To the disciples. Zu seinen Jüngern. To the disciples. There's these Greeks come Hier kommen diese Griechen, to worship at the feast. um an diesem Fest auch anzubeten. They come to the disciples and ask to see Jesus Und sie kommen zu den Jüngern und fragen, ob sie Jesus sehen können. because his reputation has extended now Denn sein Ruf hat sich ausgeweitet and they want to meet this man they've heard about. und sie wollten diesen Mann treffen, von dem sie gehört hatten. And now Jesus starts to speak, the hour is come. Und jetzt fängt Jesus an zu sagen, dass die Stunde gekommen ist. He starts to tell them of his death. Und er fängt an, ihnen von seinem Tod zu erzählen. And in verse 27, his soul was troubled. Und in Vers 27 ist seine Seele erschüttert. So I would suggest he's not talking to people who don't believe him. Ich würde sagen, er spricht nicht zu Leuten, die ihm nicht glauben. That's not the cause of his trouble, I would suggest. Ich würde sagen, dass das nicht der Grund für seine Sorge ist. Why is he troubled in Gethsemane? Warum ist er denn in Gethsemane besorgt? Sister Tamina. Does he actually know that he will be separated from his father Weiß er denn überhaupt, ob er von seinem Vater getrennt ist? when he loads all the sins upon his own shoulder? Wenn er die ganzen Sünden auf seine Schultern lädt? Does anyone else want to answer that question? Brother Jonathan? I don't want to answer that question, but I have a separate thought. Okay, so answer this one first and then Brother Jonathan. Does he know that he's going to be separated from his father? Weiß er, dass er von seinem Vater getrennt wird? Do you want to answer it, Sister Tamina? Ich kenne die Antwort leider nicht. That he's going to take the sin on him. Ich weiß, dass er die Sünden auf sich lädt. I wasn't sure if he was. Sister Catherine? Sin separates us from God. Sin separates us from God. Sünde trennt uns von Gott. So Sister Catherine is saying he must have known. Und somit Yes. sagt Catherine, dass er es gewusst haben muss. But don't we think that he had this hope, like saying, Father, I've never done something wrong, you know it. Aber haben wir nicht so das Verständnis, dass er sagt, Vater, ich habe nie etwas Falsches getan? Therefore, maybe hope for this, that this connection might remain. Und deshalb hofft er vielleicht darauf, dass diese Verbindung aufrecht bleibt. You can hope, Du kannst hoffen, but intellectually I think he knows. aber vom Verstand her weiß er, Because it's not about his sin, he's carrying mine. denn er weiß ja, dass es nicht um seine Sünde geht, sondern um meine. And the Father isn't even looking at Christ. Und der Vater schaut ja nicht mal Christus an. I think I've seen him draw the boardwork before. What? I've seen Elder Parminder draw the boardwork before. Also ich habe schon gesehen, wie Parminder hier das an die Zeichnen. Tafel gezeichnet hat. I won't try and redraw it. Ich versuche das jetzt hier nicht. But the Father is looking at my sin, not at his Son. Aber der Vater schaut sich meine Sünde an und nicht die von seinem Sohn. I don't want to misrepresent that. But it's not about what Christ has done. He's carrying my sin.
Es geht ja nicht darum, was Christus getan hat, sondern er trägt ja meine Sünden. and bearing the results of my sin, which is separation. Und er trägt die Ergebnisse von meiner Sünde, was die Trennung bedeutet. That isn't to say that once he started to experience that, you don't understand something until you experience it to a certain degree. Du verstehst etwas nicht, du verstehst etwas nur bis zu einem gewissen Grade, wenn du es auch selber erfahren hast. So I agree with Sister Catherine. Also ich stimme mit Catherine überein. Does anyone else have any thoughts on that? Brother Jonathan? My thought was, is he doesn't know if he makes it. He doesn't know if he makes it. Also mein Gedanke ist, er weiß nicht, ob er es packt. Any thoughts on that? Gibt es dazu Gedanken? So when Jesus is resurrected, Als Jesus nun auferweckt wird, he has to ascend to heaven and go before the Father dann muss er erst in den Himmel auffahren und vor dem Vater erscheinen. and hear that it has been enough. Sorry? And be told that it's enough. Und ihm wurde dort gesagt, dass es genug sei oder ausreichend sei. So all I wanted us to see Alles, was ich wollte, dass wir sehen, was that this related to what was soon coming. ist, dass das damit in Verbindung steht, was bald auf ihn zukam. Gethsemane, the separation, the cross. Gethsemane, die Trennung, das Kreuz. Is that okay? Seht ihr das? Does anyone have any other thoughts on that? Do we agree? Hat irgendjemand andere Gedanken dazu oder stimmen wir hier überein? When he says, "Save me from this hour," Wenn er sagt, errette mich von dieser Stunde, we have two other texts we'll look up briefly. wir haben noch 2 weitere Textstellen, die wir anschauen möchten. John 13:1, Johannes 13, Vers 1 next chapter. im nächsten Kapitel. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. So his hour has come Seine Stunde ist gekommen, for what? um was zu tun. It's the end of his ministry on earth. Es ist das Ende seines Dienstes auf dieser Erde. Jesus knew that the time had come Christus wusste, dass die Zeit gekommen war, when that earthly ministry would end, wenn dieser irdische Dienst zu Ende gehen würde. and then we have the last text, John 17:1. Und dann können wir zu unserem letzten Text gehen, Johannes 17, Vers 1. And our brother and sister mentioned this earlier. Und meine Geschwister hier haben das schon vorher erwähnt gehabt. Jesus lifts up his eyes to heaven Jesus erhob seine Augen zum Himmel empor and says, Father, the hour is come. und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Where is this spoken? Wo wird denn diese Äußerung getätigt? Where are we in John 17:1? Wo befinden wir uns in Johannes 17, Vers 1? The Last Supper. Es ist das Abendmahl. You could just turn to the next chapter. Wir könnten auch einfach zum nächsten Kapitel gehen. When Jesus had spoken these words, he goes into the Garden of Gethsemane. What verse ist das? Verse 1, but I paraphrase.
Okay, also Johannes 18, Vers 1, als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. So without being completely specific, Ohne jetzt hier ganz genau zu sein, I think we're all placing this at the cross. glaube ich, dass wir das alles hier am Kreuz markieren. Thoughts? Question mark. It's Was, be- was ist mit dem Fragezeichenkreuz hier? I put that because not everyone seemed to be sure about that, Also ich habe das hier hingemacht, weil ich nicht wusste, ob jeder damit übereinstimmt. Brother Jonathan. What has this to do with Cana, with the question of Mary? Because Jesus says, "Mine hour has not yet come." Yeah, but Mary is asking for him to do a miracle, and his answer is the cross. Is she asking him to do a miracle? Is she not? Is Brother Roland? Also ganz kurz, meine Frage war, was hat das Endergebnis jetzt mit der Frage an der Hochzeit zu Kana zu tun? Seine Mutter fragt ja, dass er ein Wunder tun soll. Und seine Antwort ist das Kreuz. What do you think she's asking of him, Brother Roland? Was denkst du denn, was sie ihn fragt, Roland? What would Mary be expecting of Christ, or trying to pressure him into? Oder was erwartet denn Maria, was Jesus tut? Oder was hätte sie dann ganz gern, dass er tut? Soweit ich mich noch daran erinnere, As far as I remember. hatte die Mutter immer noch das Verständnis, die Mutter sagt was und der Sohn hat zu gehorchen. As far as I remember, when the mother says something, the son has to obey. Deswegen sagt ja Christus in der Situation, dass jetzt dieser Abschnitt gekommen ist, wo er selber handeln wird. And that's how I think that now the time has come where the son is starting to get independent. If this is, I hope this was a translation. Why would you tell him to fix a problem Warum würdest du ihn denn fragen, dass er ein Problem beheben soll, that doesn't seem fixable welches gar nicht aussieht, als dass man es lösen kann, if he's just her ordinary son? wenn er einfach nur ihr gewöhnlicher Sohn wäre? Because if it was easily fixed, Wenn dieses Problem denn so einfach behoben werden könnte, there must have been other people in authority who could have fixed it. dann müsste es da andere Menschen in Autoritätsstellungen geben, die dieses Problem beheben können. What is she expecting of Christ? Was erwartet sie denn von Christus? If we went to Desire of Ages, Gingen wir zum Leben Jesu, she's speaking about this. da spricht sie darüber. It's 147, Es ist Seite 147, paragraph 2 to 4. Absätze 2 bis 4 im Englischen. I'll just paraphrase. Ich fasse zusammen. Christ's words, "Mine hour has not yet come," Christi Worte, meine Stunde ist noch nicht gekommen, point to the fact that every act of Christ's life weisen den Fakt auf, dass jede Tat Christi on earth auf dieser Erde was in fulfillment of the plan war eine Erfüllung des Planes, that had existed from the days of eternity. die von Anbeginn an bestand, von Ewigkeit her bestanden hatte. So there's been a plan, Es gab also einen Plan and every step of Christ's life is a fulfillment of that plan. und jeder Schritt aus dem Leben Jesu ist eine Erfüllung dieses Planes. Before he came to earth, it was laid out in perfect detail. Bevor Jesus auf diese Erde kam, lag der ganze Plan in allen Einzelheiten vor ihm. He's guided on earth step by step along this plan. Er wird Schritt für Schritt durch diesen Plan hindurch geleitet. So with submission to God, Mit Unterwerfung von Gott he waits until the right time to act.
wartet er auf die richtige Zeit zu reagieren. That's my paraphrase of paragraph 2. Das ist meine Zusammenfassung von Absatz 2. Paragraph 3. Absatz 3. In saying to Mary that his hour has not yet come, Indem Jesus der Maria sagte, dass seine Stunde noch nicht gekommen sei, Jesus was replying to her unspoken thought. antwortete er auf ihren unausgesprochenen Gedanken. So she has a thought that is spoken Also sie hat einen Gedanken, der ausgesprochen wird, and a thought that is unspoken. und einen Gedanken, der nicht ausgesprochen wurde. Her spoken thought Ihr gesprochener Gedanke is that there is this problem ist, dass es da dieses Problem gibt, doesn't seem fixable and you should fix it. welches unlösbar scheint, und deine Aufgabe ist, dieses Problem nun zu lösen. Her unspoken thought Ihr unausgesprochener Gedanke was common for all of Israel, war gemeinsam, war die Erwartung, die sie gemeinsam mit ihrem Volk hegte. and that was she was hoping for a Messiah to take the throne of Israel. Sie hoffte, er würde sich als Messias offenbaren und den Thron in Israel besteigen. She believed that Messiah to be Christ. Und sie glaubte, dass der Messias Christus sei. She has an implicit trust in him. Und sie hat ein kindliches Vertrauen in ihn. So, like John the Baptist, she does not understand Christ's ministry, Genau wie Johannes der Täufer versteht sie den Dienst Jesu nicht. but her unspoken thought behind her question, her request, Aber ihr unausgesprochener Gedanke hinter ihrer Frage was that he would reveal himself as the Messiah. ist, dass er sich selbst als der Messias offenbaren würde. In paragraph 4, In Absatz 4 it's told that to strengthen their faith, wird uns gesagt, dass der Glaube gestärkt werden sollte. Christ performed his first miracle. Also um ihren Glauben zu stärken, hat Jesus nun sein erstes Wunder vollbracht. So this is his first miracle. He's never performed a miracle before. Das ist sein erstes Wunder, und vorher hat er noch kein Wunder vollbracht. So what Mary is expecting Was Maria nun erwartet, is that Christ would announce himself as Messiah and King. ist, dass can you repeat it? Christ would announce himself as Messiah and King. Was Maria erwartet, ist, dass Christus sich als König und Messias offenbaren würde. Does that make sense? Macht das Sinn? So she would be expecting, Sie erwartet also, hoping sie hofft, that Christ is going to be forced to speak with authority, sie hofft, dass Christus mit Autorität spricht, to announce his arrival. um seine Ankunft zu verkünden. So she's pushing him forward. Und somit drängt sie ihn nach vorne. Does that make sense? Macht das Sinn? He's never performed a miracle before. She doesn't know he can do that. Er hat noch nie ein Wunder zuvor vollbracht. Sie weiß nicht, dass er das kann. But she's expecting something from him. Aber sie erwartet doch etwas von ihm. I forgot what your question was, Brother Jonathan. Ich habe vergessen, was deine Frage war. My question was, what has his answer to do with Mary's request? Also meine Frage war, was hat Jesu Antwort mit der Frage Marias zu tun? So she's saying, announce yourself as the Messiah, Also sie sagt, kündige dich selbst als den Messias an, take the throne of Israel. nimm den Thron von Israel, And he's saying, mine hour has not yet come. und dann sagst du, meine Stunde ist noch nicht gekommen. So we want to know what that hour is that Jesus is referring to. Und wir wollen nun wissen, was diese Stunde ist, auf die Jesus sich bezieht. Some people have said that hour he's referring to is the first temple cleansing. Einige haben gesagt, die Stunde, auf die er sich bezieht, ist die erste Tempelreinigung. Some have suggested that hour is the cross. Und einige haben vorgeschlagen, dass diese Stunde das Kreuz sei. So we took that hour Und somit haben wir diese Stunde genommen and we proof texted it und haben Belegstellen gesucht through about eight different verses, und wir haben 8 unterschiedliche Verse gefunden, all in John. die sich alle im Johannesevangelium befinden. So he's saying his hour has not yet come. Sie sagen, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist. And in chapter 12, he starts to say it has come. Und in Kapitel 12 fängt er an zu sagen, jetzt ist seine Stunde gekommen. So this is all based on proof texting. Das alles basiert auf Belegstellen. So we will close because we're out of overtime. Wir schließen hier, weil die Zeit rum ist. But I would request people think about this.
Aber ich würde euch bitten, dass ihr darüber nachdenkt. And then tomorrow we'll continue this discussion Und morgen werden wir dann diese Diskussion fortführen. and hopefully have unity on what we believe that hour to be. Und ich hoffe, dass wir uns einig sind, was diese Stunde bedeutet. Does anyone have a final question or thought on that subject? Hat noch irgendjemand einen letzten Gedanken oder Frage zu diesem Thema? Sister Tamina. Gibt es auch die Möglichkeit für eine dritte Antwort? I'm asking. I thought you were going to give us one. I'm asking for a hint. If anyone wants to give a third, I'm fine for that. We can put up 20. Also, wenn jemand eine dritte hat, Someone has gerne, wenn es 20 gibt. Someone has to suggest them. Es muss sich nur jemand vorschlagen. I thought you'd give us a little help. Ich dachte, dass du uns ein bisschen helfen würdest. No help. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lasst uns zusammen beten. Dear Father in heaven, Himmlischer Vater, thank you for our blessings. danke für unsere Segnungen. Thank you for the sunshine today, Danke für den Sonnenschein heute for the rain. und auch für den Regen. We want to understand what you're trying to teach us. Wir möchten verstehen, was du uns sagen möchtest. And Lord, we can see how patient you have been. Und Herr, wir können sehen, wie geduldig du mit uns warst. I pray, Lord, that you'll forgive us of our sins. Ich bitte dich, dass du unsere Sünden vergibst. Help us to be faithful. Hilf uns, treu zu sein. We know how dangerous this time period is. Wir wissen, wie gefährlich die heutigen Tage sind. May we not feel relaxed or complacent. Mögen wir uns nicht ausruhen oder ausruhen. May we be on our guard. Mögen wir wachsam sein. And I pray that all of us bowed Und ich bitte für alle, die sich hier beugen, might make it to be part of that number. dass sie es schaffen, Teil dieser Zahl zu sein. I pray this in Jesus' name. Und das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen.